Wir sind hier bei Hauser & Wirth Publishers. Wir haben hier unseren Verlagsbuchladen seit 2019, aber die Geschichte dieses Ortes, die hat uns eigentlich dazu gebracht, hier unser Programm zu zeigen. Hier ist ein Ort, der eine lange, lange Geschichte hat. Es war die ehemalige Buchhandlung und der Verlag der Obrechts. Und auf diese Geschichte wollen wir eigentlich zurückverweisen, erinnern. Dieser Ort ist ein legendärer Ort, historisch bedeutsam, kulturgeschichtlich für Zürich, aber auch für die europäische Geschichte, vor allem die publizistische Geschichte. Wir uns vorstellen, bereits in den 20er Jahren hat Obrecht, der Emil und seine Frau Emmy hier eine Buchhandlung gegründet, verschiedene Verlage. Und vor allem dann in den 30er Jahren war das hier die Anlaufstelle für viele Exilautoren und Emigranten, die in Nazi-Deutschland nicht mehr publizieren konnten. Also wir sprechen hier von den 30er Jahren, 1933 insbesondere. Und der Anlass für unsere kleine Ausstellung hier ist wirklich dieses Thema Bücher 1933. 1933 ist ein wichtiges Datum. 1933 fanden in Deutschland die Bücherverbrennungen statt. Viele, viele Bücher wurden verbannt. Autoren wurden auf den Index gesetzt und konnten nicht weiter publizieren. Für uns ist das hier jetzt ein Anlass, daran zu erinnern, insbesondere wegen der Geschichte dieses Ortes. Dieser kleine Verlagskatalog von Obrecht und Helbling, gestaltet von dem großen Pionier des Konstruktivismus, der konkreten Kunst, Max Bill. Dieser kleine Katalog war für uns wie der Ausgangspunkt für eine Ausstellung, die sich dem Buch widmet, dem Buchobjekt und der Geschichte der Bücher. Wir haben hier in der Ausstellung einige historische Titel, Verlagskataloge, Kataloge aus der Verlagsbuchhandlung, aber auch Kataloge der Versandbuchhandlung. Man sieht hier jetzt eigentlich ganz schön auch diese Gestaltung in den 30er Jahren. Obrecht und Helbling hieß damals die Buchhandlung. Dahinter stand dann primär Emil Obrecht und seine Frau Emmy. Und diese Buchhandlung existierte, man kann es kaum glauben, das ganze 20. Jahrhundert bis 2003. Was wir hier zusammengetragen haben, sind insbesondere Titel aus den 30er und 40er Jahren. Unser Ziel war hier Erstausgaben aus dem Verlagsprogramm zu zeigen, wie in einer Art, ja, ganz exemplarisch und wie unter der Lupe, einfach die Bücher einmal unter die Lupe zu nehmen. Wir haben verschiedene Titel ausgewählt, unter anderem Ignazio Silone. Ignazio Silone war ein ganz wichtiger Autor, der in den 30er Jahren hier in Zürich Exil gefunden hat. Silone hat einen Roman geschrieben von Tamara, das war eigentlich der erste antifaschistische Roman überhaupt. Und er hat erzählt, wie Faschismus sich nach und nach in die Gesellschaft hineingräbt. Ignazio Silone ist damals aus Italien geflohen. Er war Kommunist, musste Italien verlassen, war lange in Davos, hat dort diese Geschichte geschrieben aus seinem Heimatort von Tamara. Und hier bei Obrecht wurde dieser Roman das erste Mal verlegt, und zwar auf Deutsch. Also die erste Ausgabe war auf Deutsch, wurde dann in viele, viele Sprachen übersetzt. Ignazio Silone war ein wichtiger Autor auch für eine Zeitschrift, die hier erschienen ist, Information. Die Zeitschrift Information war eigentlich die antifaschistische Zeitschrift schlechthin, die in den 30er Jahren erschienen ist. In Information haben Autoren geschrieben wie Thomas Mann, Silone habe ich schon genannt. Viele Autoren mussten unter Pseudonym schreiben, weil schon damals, 1932, waren viele von der Zensur bedroht. Dieser Ort eben hat Geschichte geschrieben des antifaschistischen Widerstandes. Dieser Ort war Anlaufstelle für viele Autoren, Philosophen, Intellektuelle.
Das Verlegerpaar hat nicht nur ihre Bücher verlegt, sondern auch mit Tat und Geld unterstützt, Visa beschafft. Es war eine ganz wichtige Zeit. Was uns sehr freut, ist, dass wir Erstausgaben aus der Verlagsproduktion hier finden und zusammentragen konnten. Das sind eben Ausgaben von Theodor Wolff, Die Schwimmerin. Wolff musste 1933 Deutschland verlassen und ist nach Zürich geflohen. Von Elisabeth Tommen. Tommen ist vielen auch noch ein Begriff, weil sie wurde später eine ganz wichtige Radiomoderatorin. Hier also eine kleine Auswahl aus diesem frühen Programm der Obrechts. Wir freuen uns besonders, dass einige Titel, die Sie hier in der Ausstellung sehen können, auch in einem fotografischen Projekt der Künstlerin Annette Kelm vertreten sind. Annette Kelm hat vor einigen Jahren begonnen, Bücher, die auf dem Index der Nazis standen und die in Deutschland verbrannt wurden, zu fotografieren. Es ist eine Sammlung von Arbeiten, die über 100 Werke umfasst. Und wir freuen uns sehr, dass Annette Kelm für diese Ausstellung, für diesen Ort eine Auswahl getroffen hat. Also das Buch als Objekt hier und als Objekt, aber als fotografiertes Objekt seines Umfeldes beraubt, in neusachlicher Sprache fotografiert. Ein ganz wichtiger Titel hier ist diese Präsentation von Das Lob des Lebens, Walter Schönstedt, oder auch Walter Hornung, der schon in den späten 30er Jahren darauf aufmerksam gemacht hat, was in den Konzentrationslagern in Deutschland passiert. Zu den Erstausgaben, die wir ausgewählt haben und von denen wir etwas mehr berichten über das Schicksal dieser Bücher, aber auch das Schicksal der Autoren, erfahren Sie viel. Wir haben mit der Ute Kröger zusammengearbeitet, eine sehr profunde Historikerin, mit der wir Texte erarbeitet haben. Denn Bücher wollen ja gelesen werden. Und wir freuen uns sehr, dass wir auch ein kleines Heftchen produzieren konnten zu der Ausstellung, in dem Sie einiges über die Autoren, Autorinnen und Titel aus dem Programm der Obrechtser 30er und 40er Jahre erfahren können.